Und diesem Good Luck, liebe Zuschauer, schließen wir uns natürlich gerne an. Wir wünschen Ihnen, dass Sie eine solche Kawasaki gewinnen. Wir sind wieder auf dem Salzburgring zurück, kurz vor Beginn des zweiten Laufes. Und wir nehmen wieder die Gelegenheit wahr und wollen uns ein bisschen hinten im Starterfeld tummeln. Da steht zum Beispiel hinter mir der Norman Manz, den hatten wir angesprochen schon vorhin, der Newcomer. Im ersten Lauf ist er vielleicht dem Newcomer noch nicht so ganz gerecht geworden, aber jetzt im zweiten voller Angriff für den Norman Manz. Dann sehen Sie einige Lücken. Es ist natürlich klar, dass nicht mehr alle Fahrer dabei sein können beim zweiten Lauf, aber hier zum Beispiel mit der Nummer 14 Niederkirchner, auch er sehr gut dabei. Und wenn wir eins weitergehen zu Tim Röhrig, den hatten Sie ja schon kennengelernt in unserem Nachrichtenblog. Da hat er gesagt, mein oberstes Ziel ist, dass ich die Maschine nicht zerlege. Das hat er nicht getan, aber er sagt, es fehlt so ein bisschen Speed und es macht keinen Spaß, wenn die mich auf der Geraden alle überholen. Lässt sich ja vielleicht noch ändern. Wir werden sehen im zweiten Lauf. Viel Glück, Tim Röhrig. Und einer ist eigentlich ganz froh, dass er überhaupt wieder dabei ist, der Jochen Schmid. Sie haben es gesehen nach dem ersten Lauf. Ein kapitaler Motorschaden. Jochen Schmid hat die Pause genutzt, hat gesagt, wir haben den Ersatzmotor herausgeholt, haben ihn in die Maschine eingebaut und jetzt müsste es gehen. Und wir wissen ja alle, dass Jochen Schmid sehr taktisch sein kann, wenn es um seine Chancen geht. Auf jeden Fall zurück im zweiten Rennen. Die Frage ist nur, wie konkurrenzfähig wir da sein werden, denn wie gesagt, durch die Ersatzteilsituation ist es eben so, dass wir nur einen Motor haben von dieser Qualität und ich hoffe natürlich, dass ich mich so gut wie möglich nachher schlagen kann im zweiten Lauf. Aber wie gesagt, vielleicht geht es auch besser, wie wir alle erwarten und mal sehen. Ich wollte ja so gerne dem Kurt Stückli heute zum Geburtstag einen Ski schenken und mal sehen, vielleicht klappt es doch noch im zweiten Lauf. Also wir wissen, dass Jochen Schmid immer irgendwas noch in petto hat und wir werden es gleich sehen zu Beginn des zweiten Laufes. Auch hier wollen wir uns ein bisschen umsehen. Da waren eigentlich mal die Helfer gedacht von Andreas Meklau, die hatten wir auch schon im Nachrichtenblog, den Christian Häusler, aber sie mussten dem Andreas Meklau gar nicht helfen, der hat von alleine gewonnen, aber sie wollen natürlich weiter nach vorne mit. Der 31, das ist Hadrawa, auch er hatte einen fürchterlichen Rippenbruch auf dem Hockenheimring zu verzeichnen, aber Sie sehen, sie sind hart im Nehmen und sie packen das alle wieder. Und dieses Jahr scheint wohl das Jahr der Rippenbrüche zu sein. Im vergangenen Jahr waren es die Schlüsselbeine. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber da scheint es auch ein Gesetz der Serie zu geben. Jemand, der damit überhaupt nichts zu tun hat, ist der Gewinner des ersten Laufes von heute Morgen, Andreas Meklau. Und der muss sich jetzt ein bisschen überlegen, wie er taktisch an die Geschichte rangeht. Und er weiß natürlich, dass Jochen Schmid Weltmeister im Tiefstapeln ist. Ist leider ausgefallen und es wäre sicher spannend gewesen in die letzten 2-3 Runden. Wir haben uns ja von dritten Platzierten eigentlich abgesetzt. Wir waren schon fast 10 Sekunden vorn und haben uns gegenseitig eigentlich dann belauert und jeder geschaut hat seine Schwächen und seine Stärken und jeder zeigt halt nicht alles und ja, es wäre sicher eine interessante Schlussrunde geworden und na, ich hoffe, dass ich den rausfahren gehabt hätte. Vielleicht sehen wir es im zweiten Lauf, das gleiche nochmal, Wetter ist schön und vielleicht schafft es irgendwer von den hinteren Leuten, vielleicht aus ein Udo oder ein Christa, das Tempo mitfahren kann, dann ist das vielleicht noch spannender. So, damit wissen Sie eigentlich alles Wichtige zu Beginn des zweiten Laufes, nur noch nicht den Tipp des Tages. Und hier steht der Hans Knaus, der Vize-Weltmeister im Super-G. Hans, komm, wir gehen ein Stückchen zur Seite. Auch Skifahrer interessieren sich für den Motorradsport. Deswegen wollen wir jetzt von dir wissen, wer gewinnt den zweiten Lauf des Tages hier auf dem Salzburgring in der Deutschen Pro-Superbike-Meisterschaft. Ja, ich hoffe doch, dass mir der Österreicher nicht den Stich lässt. Also ich tippe auf den Meklau, sicher schwer zum Schlagen da. Ich glaube, vorne Jochen Schmid und dritter vielleicht Lindholm. Wobei, sagen wir es uns, in den nächsten Österreicher, Fitztummer und Häusle, haben gute Rennen gefahren im ersten und ich hoffe doch, zum Rang. Also verständlich, dass der Hans natürlich seinen Österreichern die Daumen drückt. Ob es in Erfüllung geht, wissen wir nicht. Wir geben jetzt ab zum Kommentator Hannes Bichteler und wünschen Ihnen richtig viel Spaß dabei. Und wir melden uns hier wieder aus dem Brutkasten, auch Kommentatorenbox genannt. Wir, das ist mein fachlich sehr kompetenter Co-Kommentator Michael Galinski. Und ich zum zweiten, hoffentlich spannenden Lauf. Es gab schon genug Dramatik im ersten. Wie Sie wissen, die Startaufstellung, die bleibt gleich. Natürlich wie im ersten Rennen. Und das bedeutet natürlich, dass Jochen Schmid wieder auf der Pole steht. Er hat sein Motorrad umgebaut, einen neuen Motor, dazu dann vielleicht auch später mehr. Hier werfen wir einen Blick auf das Starterfeld. Die Mechaniker und Betreuer werden in wenigen Sekunden das Feld räumen, den Start-Zielbereich räumen. Jetzt ist es soweit und die Fahrer gehen dann auf ihre Aufwärmrunde. Und hier sehen wir es wieder,
die Porträts der ersten 4. Jochen Schmid auf der Pole. Der Mann, der den Hattrick für Christa Lindholm streitig machen will in dieser Saison und den Titel an sich reißen will. Und dann der Andi Mecklau, der Sieger des ersten Laufes, der immer noch in Schlagdistanz zu Christa Lindholm und Jochen Schmid ist. Neben ihm dann eben der besagte Christa Lindholm, zweifacher Meister 96 und 97, 95 schon recht erfolgreich. Und der vierte im Bunde ist dann Michi Rutroff, der nachgerückt ist, da Roger Kellenberger eben im zweiten Zeittraining etwas zu leicht war, um ein paar hundert Gramm, und deswegen auf den 5. Platz auf das Ergebnis des ersten Zeittrainings zurückgestuft wurde. Hier Startreihe 2, Kellenberger, Saus, Udo Mark und Johnny Akerod, der sich hervorragend geschlagen hat im ersten Lauf mit Platz Nummer 5. In Reihe 3 dann Robert Hüber, Frank Heidger, Sebastian Vitzthum und Juha Berner, die Privatiers. Juha Berner ja ausgezeichnet in Form. Der Mann mit nur einer Abstimmung, sowohl im Trockenen als auch im Regen. In Reihe 4 Detlef Guderian, Johann Wolfsteiner, Rainer Dimperl und Christian Schneider. Skora Hatrava, Häusle und Leutartz. Ja, die restlichen Starter können Sie unseren Einblendungen entnehmen. Ja, Michael, was war passiert mit Jochen Schmid? Was hat sich da ereignet? Er wurde plötzlich langsamer. Wir haben die Mitteilung aus der Box bekommen, es hätte einen Schlag getan. Ist das dann so? Was war geschehen? Ja, er hatte eigentlich mehr, Schlag kann man nicht so sagen. Also er hatte einen Ventilschaden und das muss man sich so vorstellen. Der Kolben hat das Ventil berührt, ist krumm geschlagen und Jochen hat Erfahrung genug, dann nicht weiterzufahren, weil dann hätte es einen riesen Motorschaden gegeben. Aber mit diesem Schaden hat er nur noch auf 3 Zylinder gelaufen und er musste aufgeben. Also im Klartext heißt das, der Motor ist eigentlich schon hin, aber man kann ihn sicherlich wieder aufbauen. Genau, es ist einfach, der Schaden war minimiert. In dem Falle, er ist zwar kaputt in diesem Moment, Wochenende nicht mehr einsetzbar, aber man kann ihn wieder aufbauen. Und das war natürlich der Motor, wo man mit viel Mühe, der letztjährige Werksmotor von Simon Crafer. Und hier nochmal ein Blick auf die sonnigen Verhältnisse hier. Es wird immer wärmer. Bei uns ist es richtig schön heiß in der Box. Es haben auch etliche Fans den Weg hierher gefunden, auch wenn es doch eher ein Badetag wäre. Aber die Hardliner, die echten Fans, die sind hierher gekommen. Hat es auch schon lange nicht mehr gegeben, so ein Motorradspektakel hier am Salzburgring mit natürlich großem Rahmenprogramm der internationalen deutschen Straßenmeisterschaft. Die Luft flimmert. Ja, vielleicht dann nach dem Start noch mehr, weil wir haben doch noch andere Fahrer, die mit erheblichen Problemen kämpfen müssen. Jetzt bleibt halt einfach die Frage, wie kommt Jochen Schmid weg mit einem deutlich schwächeren Motor, muss man wohl sagen. Die Ampel ist auf grün und die grüne Rakete geht nicht ganz so weg. Und das ist zunächst mal Christa Lindholm, der sich hier an die Spitze setzt. Und Sebastian Vitzthum hier mit der 42 ist ganz vorne dabei. Ausgezeichnet weggekommen und hier ein Sturz. Aber ähnlich wie im ersten Lauf. Der 46, das ist János Weg, der Ungar. Und hier die Spitze. Christa Lindholm führt zunächst das Feld an. Hier Andi Mecklau. Das ist Andi Mecklau, der vorne liegt. Pardon, liebe Zuschauer, der war so schnell aus dem Bild. Das habe ich übersehen. Also der Andi ist wieder vorne, gefolgt von Christa Lindholm. Und dann schon Udo Mark mit der 17 hier links im Bild. Ist eigentlich ähnlich hier jetzt wie im ersten Lauf, nur dass leider der Jochen nicht folgen kann, aufgrund seiner etwas weniger Motorleistung. Und ich befürchte, dass Andy sich jetzt wirklich absetzen kann. Ihm wäre es zu wünschen, allerdings für uns als Zuschauer und Kommentatoren wäre es natürlich spannender, wenn sich hier ein Zweikampf, Dreikampf entwickeln würde. Ja, Sie sehen es, er ist nicht mehr im Bild hinten. Und Sebastian Vitzthum hervorragend im Rennen mit der Startnummer 42.
der ehemalige Profi-Ski-Weltmeister. Ein wilder Hund, wie man gerne so sagt. Und deine Befürchtungen könnten sich bewahrheiten. Der Andi konnte zum nächsten Mal etwas davon fahren. Ja, es ist auch so ein bisschen jetzt so, dieser Fitztuben, der fährt so stark jetzt hier vor heimischem Publikum. Da bleibt der Kellenberger auch so ein bisschen dran hängen. Jetzt hat er Gott sei Dank überholt, dass er jetzt noch zu der nächsten Gruppe aufschließen kann, weil sonst es nur eine Zweiergruppe da entstehen wird, wo eigentlich der Roger mit reingehört. Also das ist das Doping der Fans, die jemand dann doch so beflügeln kann. Es ist nur eigenartig, dass das Material so gut mithalten kann. Glaubst du, dass das im Laufe des Rennens sich ändern wird? Dass er nachlassen wird oder meinst du, er kann sowas durchziehen? Nein, es ist sehr schwer. Also er hat schon nicht das Material wie Andi Mecklau, aber er bekommt schon gute Sachen, er hat einen guten Tuner und er ist natürlich übermotiviert, aber es kommen nachher diese vielen Sachen mit nachlassenden Reifen, mit Dämpfungsschwächen, mit einfach auch Kommunikationsproblemen und da wird er es nicht über die ganze Distanz schaffen, so weit vorne zu fahren. Ja, also hier Lindholm, Udo Mark und dann im Hintergrund sahen wir noch Roger Kellenberger mit der 3. Ist wieder klasse dabei. Also der Roger Kellenberger ist wie ausgewechselt in dieser Saison. Das ist richtig. Also Roger, der bleibt erste Mal wirklich permanent auf seinem Motorrad sitzen. Hört sich vielleicht ein bisschen salopp an, aber er hat ja in der Vergangenheit gezeigt, dass er sehr schnell ist, aber auch leider oft runterfällt. Und diesmal ist es eigentlich wirklich etwas langsamer, ist im Endeffekt schneller, weil er bleibt drauf sitzen. Hier der Spitzenreiter und dann die Plätze 2 und 3. Und dann reißt doch bereits ein großes Loch auf. In der zweiten Runde erst. Und der Andi mit der ungewöhnlichen Startnummer 13, wo er gar nicht zufrieden war beim Superbike-Weltmeisterschaftslauf. In Monza war das wohl. Da wollte er mit seiner 13 fahren, aber das Reglement bestand darauf, dass er die 48 wählen musste. War trotzdem klasse. Er hat einen 11. und einen 9. Rang rausgefahren. War für ihn auch viel Training dabei. Und das Problem ist halt, er hat nur eine. Er hat nur diese eine 996er Ducati. Was ist denn an dieser Maschine eigentlich so Besonderes? Ja, es ist so, also dieses Standard-Kit-Bike ist eine 955er. Moment, Michael, das verschieben wir. Wir geben kurz ab in die Boxengasse zur Conny. Jawohl, vielen Dank, Hannes. Wir haben den Jochen doch noch aufhalten können. Jochen, total enttäuscht, das ist klar. Aber weißt du schon, was los ist mit der Ersatzmaschine? Ja, ich habe nur gemerkt, mich oben in der Fahrerlagerkurve das Vorderrad weggerutscht und habe ich schnell auf die Wassertemperatur geschaut. Ich hatte 105 Grad und dann wusste ich, es muss irgendwas mit Kühlwasser das Problem sein. Und wir wissen jetzt noch gar nicht genau, was ist. Auf jeden Fall hat der Motor Kühlwasser verloren und die Verkleidung stand auch unten voll mit Wasser. Ich weiß nicht, entweder ist vielleicht beim Motorwechsel etwas passiert oder hat der Motor zufälligerweise einen Schaden bekommen jetzt ganz am Anfang. Na gut, also heute Pech gehabt, aber in Oschersleben gibt es wieder einen neuen Angriff. Vielen Dank, Jochen. Zurück zum Hannes, danke. Also das sind bittere Minuten für Jochen Schmid. 2-0er hier am Salzburgring. Wir haben ihn aus den Augen verloren, er war nicht mehr im Bild und eben das ging relativ flott, dass er weg vom Fenster war, um das mal etwas drastisch zu formulieren. Kommen wir nochmal zurück auf Andi Mecklau und seine 996er. Also es ist so, die 955er, das ist dieses Kit-Bike, was es zu kaufen gibt bei Ducati für horrende Summen, aber das ist so ein Production-Bike, was sich jeder kaufen kann. Und da gibt es noch diese spezielle Version, diese aufgebohrte, sagen wir mal, die 995er. Das ist wirklich das Top-Material, wo der auch, gut, es gibt in der WM nur noch die Werksmotorräder von Ducati, die stärker sind und sonst ist es wirklich das beste Material, was es bei Ducati gibt. Wenn wir hier bei dem Stichwort Motor sind und auch Ducati, der Michi Rudroff auf der Jingle Ducati, dem ist ja auch was widerfahren. Wann war denn das? War das im Zeittraining oder war das im Warm-up? Nein, das war noch im Zeittraining. Genau, der hat das erste Training noch mit dem großen Motor gefahren und im zweiten Training eigentlich schon mit dem zweiten. Weil dann hat er nur noch den 955er Motor gehabt und der ist etwa 3-4 PS schlechter. Herrliche Studien hier wieder von Udo Mark und Christa Lindholm und da geht Udo Mark am Kralle vorbei. Und Kralle kontert. Und wenn wir auf den Zeitenmonitor sehen, dann entdecken wir auf Startplatz, auf Rangplatz 5, so muss man es richtig sagen, Robin Gsaus, der sich doch
gut nach vorne gearbeitet hat. Während es hier im Bild hin und her geht zwischen Udo Mark und Christa Lindholm. Also ein schönes Duell haben wir auf jeden Fall hier für Sie. Auch wenn der Andi Mecklau auf und davon zu sein scheint. Hier haben wir noch in der langen Einstellung. Ja, ich habe den Udo noch gesprochen nach dem ersten Rennen. Also er hat da schon noch eine Rechnung auf und der wird da wirklich alles dran setzen, dass er vor dem Christa ist. Und es macht die Meisterschaft auch wieder spannend, weil im Moment führt Christa. Wenn Udo jetzt davor wäre, wäre für diese Geschichte ganz gut. Und Jochen muss nächstes Mal auch wieder punkten, damit er mit dabei ist. Also so wäre eigentlich im Moment der ideale Fall der Meisterschaft. Also alle Rennfans dieser Big Bikes, für die kann es nur recht sein, dass es noch eine Zeit lang offen bleibt, bevor wir nach Oschersleben kommen. Zur Halbzeit der Saison. Ja, der Wenn und der Hetz mit dem Jochen Schmid. Schade. Hier ein Zwischenstand. Also Ruben Gsaus auf Platz 5. Johnny Akeroyd wieder hervorragend dabei. Und der Überflieger, wenn auch nicht ganz vorne dabei, Roger Kellenberger. Wenn wir den Ruben Gsaus auf Rang 6 sehen, der hatte ja im ersten Rennen doch so seine Probleme, vor allem mit der Schikane. Ja, der Ruben, der hatte Probleme, weil er mit einem anderen Fahrer kollidiert ist so leicht. Dann musste er sich erst wieder nach vorne arbeiten und dabei ist es ihm zweimal passiert, dass er einfach zu spät gebremst hat vor der ersten Schikane und dass einfach es nicht mehr gereicht hatte und beim zweiten Mal musste er sogar fast geradeaus durchhumpeln und hat 20 Sekunden verloren und musste sich immer wieder ranarbeiten. Deswegen war er eigentlich mit seinem 8. Platz, den er im Endeffekt belegt hat, sehr enttäuscht. Und man sieht ja auch, er kann es besser mit seinem 5. Platz, den er im Moment innehat. Ja, und bereits wie die Fahrer hier ankamen, am Freitag beim ersten Training, da war man nicht so ganz glücklich, da hat man Reifenstapel in dieser neuen Bridgestone-Schikane aufgestellt, aber das erschien doch zu gefährlich. Aber das Problem ist wohl, die Strecke ist hier so wellig, dass man die Schikane nicht richtig einsehen kann, also es fehlen die sogenannten Referenzpunkte. Genau, man hat keinen richtigen Bremspunkt und das braucht schon einen erfahrenen Pilot, sich so seinen inneren Bremspunkt zu suchen. Also viele, die lange fahren, die haben sich eigentlich so dran gewöhnt. Sie wissen aus dem Bauch heraus, wann man zu bremsen hat. Und es wäre besser vielleicht, wenn man irgendwas Optisches noch am Rand hätte, wo sich auch andere dran orientieren können, weil man den Eingang der Schikane nicht sehen kann. Und man irgendwann wirklich bremsen muss und dann muss es passen. Und das ist relativ schwer jetzt. Und der Andi dreht völlig auf, wie losgelöst, mit einer 1:23,6 nähert er sich so allmählich der schnellsten Runde auch aus dem ersten Lauf heute an. Spürt er das gar nicht, dass er so schnell fährt? Könnte er nicht sagen, ich nehme ein bisschen weg und schau, hier, da kriegt er gerade die Einblendung. Ich habe den Abstand, den möchte ich halten, aber er dreht noch mehr auf. Nein, das ist unmöglich. Also wenn er jetzt nur ein bisschen versuchen würde, langsam zu fahren, dann hat er keine Konzentration mehr. Er kann nur voll konzentriert fahren, wenn er wirklich am Limit fährt. Und es ist oftmals in der Vergangenheit passiert, wenn man etwas langsamer fahren will, dann ist man gleich eine Sekunde langsamer, macht Fehler, ist unkonzentriert. Ja, für ihn ist es das Beste, jetzt konzentriert, wirklich bis zum Schluss voll durchzufahren. Natürlich nicht übertriebenes Risiko, aber wirklich sonst schon von am Limit. Also er merkt das gar nicht so richtig, wie schnell er eigentlich unterwegs ist. Und hier die zwei, die beißen. Da lässt keiner locker. Ja, die Yamaha ist doch verdammt schnell hier auf diesem Kurs, muss man wirklich sagen. Hätte ich persönlich gar nicht so erwartet, aber sie ist wirklich schnell. Also der Udo kann sich gerade mal so im Windschatten halten, wobei der Christa wirklich aus dem Windschatten raus überholen kann. Und gut, Suzuki Deutschland ist schon mit der Einspritzanlage am Gange. Hier ist Udo immer wieder, zieht er innen rein in dieser berühmten Fahrerlagerkurve, fährt eine etwas andere Linie und setzt sich da eigentlich immer wieder durch. Und das wird ein Duell werden, wirklich bis zum Schluss. Michael, wenn man die Data-Recordings verfolgt, dann stellt man immer wieder fest, die unterschiedlichen Drehzahlbereiche. Warum sind die so unterschiedlich? Also die Kawasaki vom Jochen Schmid, die leider nicht mehr mit dabei ist, die dreht sehr hoch, andere nicht. Wo liegen da die Unterschiede? Also der Hauptunterschied ist eigentlich darin, dass das eine ist ein Vierzylinderkonzept, das andere, wie Ducati zum Beispiel, sind Zweizylinder mit relativ großen Hubräumen, Einzelhubräumen mit großen Kolben. Ja.
Ja, liebe Zuschauer, wir hatten kurz eine Bildstörung. Live is live. Wir waren stehen geblieben bei den Unterschieden der Drehzahlen. Du sprachst von dem 2- und 4-Zylinder-Konzept. Genau, da sind bei den Zweizylindern eigentlich große einzelne Hubräume, die auch viel Masse in Bewegung setzen. Die haben große Pleuel, riesige Kolben und da ist einfach nicht machbar so hohe Drehzahlen wie bei diesen Vierzylindern jetzt eben. Und deswegen ist da eigentlich, dass so ein Vierzylindermotor halt 14.000 und mehr dreht und so eine Ducati zum Beispiel auch annähernd schon bald 13.000 dreht. Also das hat jetzt mit der eigentlichen PS-Leistung und mit dem Topspeed insofern nichts zu tun. Das sind einfach deutlich unterschiedliche Konzepte. Ich denke, das muss man den Zuschauern auch mal erklären. Genau, das sind unterschiedliche Konzepte, wobei da die Ducati eben der Hauptvorteil ist im Drehmomentvorteil. Der hat deutlich 20, 30 Newtonmeter mehr Drehmoment. Man muss sich vorstellen, man kann mit deutlich weniger Drehzahl, man kann immer jeden Gang, also jede Kurve einen Gang höher fahren. Und wenn der andere vor mir schalten muss, kann ich in diesem Gang an der Rutschgrenze immer permanent schön rausziehen. Und hier Udo Mark in einer Super Slow-Mo. Hier sehen Sie, wie der Hinterreifen weggeht. Jetzt kommt dann dieser Moment, wo er wieder aufreißt und das Vorderrad kaum am Boden zu halten ist. Es sind einfach herrliche Bilder, die hier die Big Bikes bringen. Es ist einfach sehr, sehr viel Bewegung auf den Motorrädern. Sie verbinden geradezu, wenn das vielleicht der richtige Ausdruck ist, für diese Arbeit. Wenn wir gerade bei der Schikane sind, kommen wir auch aufs Bremsen. Wo ist jetzt hier der Unterschied zur Serie, was die Bremsen betrifft? Ja, auch in der Serie gibt es jetzt mittlerweile schon 6 Kolbenzangen. Es ist in den letzten Jahren eigentlich die Technik immer weitergegangen. Man hat jetzt an den Bremsen 6 Kolbenbremsen. Der Hauptvorteil liegt eigentlich in der Dosierbarkeit bzw. in den Kraftaufwand. Obwohl eine große Firma, wie auch jetzt beim Fürnen, noch eine Brembo-Anlage gefahren wird, wie beim Andreas Mecklau. Die arbeitet noch mit 4 Kolben, aber so der Trend geht eigentlich mehr zu den 6 Kolbenzangen, die einfach besser dosierbar sind mit weniger Handkräften, sagt man. Und ein Blick auf den Zeitenmonitor zeigt uns, was wir doch vermutet haben. Der Sebastian Vitzthum ist nun auf den 9. Rang soweit zurückgefallen. Ist immer noch ein hervorragendes Ergebnis. Hinter ihm Werner Dimperl, die 2 Ducati-Fahrer. Und hier der Führende. Wie er arbeitet. Schauen Sie sich das an. Allein diese Körperbeherrschung. Jetzt muss er sich nach vorne beugen, damit er die Maschine nach unten drückt. Unglaublich. Und wir haben uns vorhin auch privat unterhalten, wie das denn so wäre, wenn ein Pilot wie der Andi Mecklau heiratet. Und er ist ja auch mit dem Andi Junior hier. Ob ein Pilot dann vielleicht langsamer wird, weil er auf seine Familie vielleicht Rücksicht nimmt im Kopf. Und du bist der Meinung, Michael, das muss nicht so sein? Nein, gar nicht. Ich finde, so ein ausgeglichenes, gutes Familienleben, das bestärkt ihn eigentlich nur. Wobei wir hier gerade den wirklich einen guten Infight sehen mit dem Johnny Eckerold und den Ruben Zaus. Ja. Die geben sich wirklich bestens und die beiden sind sich auch noch nicht einig so richtig. Und Michi Rudroff ist da auch noch dran, schaut sich das noch mit etwas Abstand an. Und das ist sicherlich das zweite heiße Duell neben Christa Lindholm und Udo Mark in diesem Rennen. Also von Langeweile ist auch hier keine Rede. Mit der 11 Eckerold, mit der 2 Xaus und mit der 7 der Michi Rudroff. Ja, der Johnny Eckerold, das ist auch einer wirklich, erstens hat er den großen Namen von seinem Vater mit übernommen, aber nicht nur dem, es ist wirklich einer der sympathischsten im ganzen Fahrerlager. Es ist ein richtiger, ruhiger, er strotzt aber auch vor Ehrgeiz, er ist gut dabei und er ist in einem Team untergekommen. Ich habe selten erlebt, dass der Jochen Schmid wirklich einem so die Tipps gegeben hat und ihn bei der Seite genommen hat und hat gefragt, Mensch, Johnny, was hast du? Oh, wir sind und hier liegt einer. Wir können es von hier aus nicht erkennen. Ja, also wir merken das auch, wenn wir durchs Fahrerlager laufen, im Team Kawasaki. Jetzt geht Xaus an Eckerold vorbei. Mit Jochen Schmid und mit Johnny Eckerold ist eine tolle Stimmung. Sie sind auch sehr aussagefreudig. Das ist wieder diese Mutecke, die wir schon im ersten Lauf angesprochen haben. Und der Ruben Zaus ist ein ganz wilder Hund. Und er stürzt zwar noch, sagen wir ab und an, aber er hat es auch wirklich drauf. Er ist aggressiv, gut dabei und ist wirklich eine Bereicherung für dieses Feld. Also das Team Suzuki wird ihm das noch verzeihen, weil du sagtest im ersten Lauf bereits, der Junge soll aufgebaut werden, er soll nach vorne kommen. Ist halt immer nur eine Frage, wie lange schaut man dazu?
Ja, aber man muss irgendwann sagen, man muss den Jungen eine Chance geben und zwar nicht über 2 Rennen, sondern wenigstens über 1, 2 Saisons. Weil es war in der Vergangenheit immer so, es waren die alten Herren auf, in Anführungsstriche, auf guten Motorrädern und die Jungen haben die Chance nicht bekommen, sich permanent aufbauen zu lassen, weil die Jungen wollen was zeigen. Sie stürzen ab und an, was logisch ist. Und wenn man da zu schnell sagt, man gibt denen keine Chance, dann geht's nicht. Ne? Ja. Da gefällt mir gut, was Team Alpha Technik Suzuki macht mit Ruben Xaus und eben diesem, ja, so eine eigene kleine Rookie-Geschichte, die das Team aufzieht. Da fährt ja jetzt eben der Tim Rötig, den wir auch schon in den News sahen, als Gastfahrer. Er ist Motorsportjournalist, Motorradjournalist, fährt in der Langstrecken-WM und bekommt hier mal eine Chance. In Zweibrücken war es der Schwede Halliger, der für das Team Alpha Technik Suzuki. Also die sind schon recht einsatzfreudig, muss man sagen. Ja, es ist in diesem Jahr, deswegen ist das Feld auch so dicht geworden. Es sind viele Motorräder über, wegen dieser Motorradregelung. Ein Motorrad darf nur jeder Fahrer haben. Deswegen sind viele Motorräder über, aber es kostet natürlich auch Geld. Und deswegen finde ich es auch sehr lobenswert, dass so ein Team wie Alpha Technik den Jungen eine Chance gibt. Die Überrundungen haben begonnen, Sie haben es eben im Bild gesehen. Der Andreas Mecklau ist schon durch den ganzen Pulk durch. Und hier Lindholm und Mark haben das Ganze noch vor sich. Es ist etwas schade, dass der Roger Kellenberger am Start nicht mit dabei war. Jetzt ist der Zug abgefahren von den beiden, sonst hätte er sicherlich mitfahren können. Da ist er jetzt aus dem Windschattenbereich vollkommen raus. Und selbst Udo muss sich jetzt wirklich anstrengen, dass er da hinten dran bleibt, sonst ist der Zug abgefahren. Also das ist das, was auch nach dem ersten Rennen viele Fahrer sagten. Das ist das Problem, wenn es mal abreißt. Ich bin genau dieselben Zeiten wie die Spitze gefahren, aber ich komme auf diesen Kurs nicht mehr ran. Es fehlt eigentlich an Windschatten, es fehlt dieses Ransaugen und wenn das nicht mehr da ist, wenn man nicht direkt sagen wir, mit 50 Meter hinten dran ist, dann geht's nicht. Eine neue schnellste mit 1,23,4. Also jetzt sind wir ungefähr bei der gleichen schnellen Runde wie im ersten Lauf. Also wenn es läuft, dann läuft's. Ja, der Andi, der zeigt uns, dass wirklich nur voll konzentriertes Fahren angesagt ist. Wer jetzt so spät ohne Druck noch die schnellste Runde fährt, da muss man wirklich sagen, das stimmt im Moment auch wirklich alles. Ja, wir haben vorhin einen Offiziellen getroffen beim Wiegen, der etwas den Kopf geschüttelt hat, weil der Andi beim Wiegen nur ganz, ganz knapp über dem Limit war und sagte, Junge, warum machst du das? Das hätte auch schief gehen können. Das ist richtig, also es ist auch ein bisschen unverständlich. Vielleicht hat er es nicht ganz so knapp gewollt. Er war wirklich nur einen halben Kilo übers Mindestgewicht. Und man muss sich das vorstellen, er wäre wirklich nur 500 Gramm leichter gewesen, da wäre der erste Platz weg gewesen. Und da muss man sagen, lieber 1 Liter Sprit mehr auf Nummer sicher, 171 Kilo und gut ist. Und das ist hier der Kampf um die Plätze 5, 6 und 7. Ja, der Michi Rudroff ist das bayerische Urviech, wie er auch gern genannt wird. Er ist eigentlich noch dran, aber er wird es jetzt hier nicht mehr schaffen. Und der Johnny Akeroyd übrigens, der war ähnlich leicht mit 170,5. Also auch nur 500 Gramm drüber. Genau, da muss man wirklich aufpassen, weil es ist eine schöne Regelung. Es braucht nicht mehr der Tank abgebaut werden, es muss nichts mehr gemacht werden. Einfach nur nach dem Rennen, so wie das Motorrad ist, rein zum Wiegen und fertig ist. Wobei man hier wieder schön sieht, auf der langen Gerade ist dem Johnny sein Motorrad doch etwas schneller und er kann sich hier in so einem Windschatten raus immer wieder vorbeipressen. Und da bin ich gespannt, was das noch wird. Ob der Ruben da noch einen Angriff wagt oder sagt, dieser 5. Platz, den bringe ich jetzt nach Hause. Das wird garantiert noch einen Angriff geben, weil es ist jetzt die letzte Runde und es wird hundertprozentig der Ruben da nochmal angreifen. Ja, also uns wird es freuen, solange alle auf ihren Bikes sitzen bleiben. Hier die Plätze 2 und 3, Christa Lindholm und Udo Mark zum letzten Mal in der Bridgestone-Schikane. Auch da wird Udo noch was versuchen, weil er hat jetzt die Lücke wieder zugemacht. Man sieht, er ist wieder auf Schlagdistanz. Und wie ich Udo kenne, wird er wirklich alles dran setzen, noch vor Start und Ziel in der Schikane noch was zu probieren, beziehungsweise in der Fahrerlagerkurve. Also Spannung pur, liebe Zuschauer. Nun auf den letzten Kilometern des 6. Laufs zur Pro Superbike 98 auf dem Salzburgring. Und jetzt müsste dann die Stelle kommen. Ja, er ist ein bisschen weit weg, aber er wird es trotzdem versuchen. Berg hoch. Und jetzt geht's rein in diese Fahrerlagerkurve. Ich sag mal, Michael, er schafft es nicht mehr. Er zieht jetzt rein, er wird es versuchen. Ja, jetzt ist aber der Christa auf der besseren Linie. Ja.
Aber er hat es versucht. Der Udo ist einer, der gibt wirklich bis zum letzten Moment alles. Und das ist auch gut so, das macht den Sport so spannend. Wenn die Maschine nicht so läuft, sagt das Team, er ist ein Beißer. Und da kommt die karierte Flagge, die schwarz-weiß karierte, für Andreas Mecklau. Doppelsieg hier auf dem Salzburgring. Und das war noch ganz knapp. Ich glaube, Christa Lindholm hat es noch geschafft vor Udo Mark. Aber hauchdünn war das. Können wir vielleicht den Zeitenmonitor mal beachten. Das ist gerade mal, ja, das sind 6 Hundertstel. 6 Hundertstel, und da der Andi. Ja, und der Johnny Akerold kommt auf 5 hinter Roger Kellenberger. Oben Gsaus. Aha, der hat es also noch gebracht. Akerold ist noch an Gsaus vorbei. Also, Michi Rudroff auf 7. Und bis zur Siegerehrung und Tabelle geben wir noch mal kurz ab nach München. Liebe Zuschauer, Ihnen wird vielleicht auch aufgefallen sein, ein Blick auf die Ergebnisliste, denn dieser zweite Lauf hier am Salzburgring ist auf den ersten 5 Plätzen im Ergebnis identisch mit dem ersten. Andi Mecklau geht mit optimalen 50 Punkten hier von diesem dritten Renntag weg. Christa Lindholm wieder Zweiter, Udo Mark wieder Dritter und Roger Kellenberger wieder Vierter, Johnny Akerold wieder Fünfter. Erst auf Platz 6 war im ersten Lauf der Michi Rudroff und da ist nun der Rubin Gsaus. Also der ist eigentlich der Einzige, der sich wirklich verbessert hat. Hier sehen Sie es, die weiteren Ergebnisse. Rudroff, Hüber, Fitztum, Heidka die ersten 10, dann Wolfsteiner, Guderian, Berner, Schneider und Folger die ersten 15, also die Fahrer in den Punkten. Und damit geben wir kurz runter zur Conny. Ja, und hier sind beide. Andi ist vollkommen beschäftigt, der Sieger und der Junior. Andi, auch ohne Druck immer die schnellste Runde gefahren. Bei dir hat heute alles gestimmt, aber ich glaube, du warst auch hochkonzentriert, wirklich bis zum Schluss. Oder hast zum Schluss gedacht, oh, jetzt kann ich es ein bisschen locker laufen lassen und es lief trotzdem? Ja, locker darf man nie. Man muss wirklich am Anfang sehr viel riskiert. Ist mir so sofort aufgegangen. Habe in der 5. Runde dann wirklich meinen Fahrerlagereingang einen Vorderradrutscher gehabt, habe dann ein bisschen nachlassen. Dann war die gelbe Flagge draußen. Habe in der gelben Flagge dann nicht überholt, denke ich, hat mir ein bisschen Zeit gekostet. Aber es war eigentlich kontrolliert, muss ich sagen. Und ja, was Schöneres kann man eigentlich nicht zu machen zu Hause, ein Doppelsieg und ja, einmalig. Eben, was soll man zu einem Doppelsieg auch anderes sagen? Jetzt drehen wir uns einfach mal zur anderen Seite um. Die Meisterschaft ist wieder spannend geworden. Kommt einfach her in die Mitte. Was? Da vor die Wand. Also wir müssen noch ein Stückchen weiter rüber, liebe Zuschauer. Alles live, kein Problem. Udo kommt gleich dazu. Wir haben es gesagt, die Meisterschaft ist wieder spannend geworden. Der Jochen ist ausgefallen. Damit wird es alles wieder etwas enger. Christa, und deswegen gerade euch beide. Ihr habt euch einen Fight geleistet, wirklich bis zur letzten Kurve. Hast du noch gedacht, er schafft es? Also es hat auf dem Fernsehbild so ausgesehen, wie wenn der Udo eigentlich vorbeikäme. You mean if I saw him on the inside? Yes, I saw him on the inside, and the only thing I could do was not to close the door because he was in the corner. Er sah ihn auf der Innenseite so he cannot accelerate so hard. Und wollte dann die Tür zumachen. Also er hat sich dann einen harten Kampf geliefert mit Udo. Jeder hat in der letzten Runde noch versucht, eine eigene Linie zu fahren. Ja, okay. Udo, es hat ja manchmal immer so ausgesehen, wie wenn dir so der allerletzte Tick Speed fehlt. Aber das war heute in dem Fall ja dann wohl nicht mehr Wahrheit, denn du wärst schon vorbeigekommen, oder? Ja gut, das war die letzte Kurvenkombination. Meine einzige Chance war tatsächlich die Kurven, wo ich den Christa holen konnte. Auf der Geraden, so speziell den Berg hoch, da habe ich mich immer gefürchtet, oh Scheiße, jetzt kommt der Buckel schon wieder. Aber okay, wir haben ein schönes Rennen geliefert und es hat Spaß gemacht. Und zweimal auf dem Podium, so wie das Wochenende begonnen hat, ich glaube, da müssen wir zufrieden sein. Das glaube ich aber auch. Das sind wir auch alle. Wir schicken euch jetzt wieder hier ums Eck rum zur Siegerehrung. Viel Spaß beim Sekt verschütten. Und wir, liebe Zuschauer, geben natürlich nochmal ab zu Hannes Bichteler mit den letzten Informationen hier vom Salzburgring. Und jetzt wäre es schön, wenn wir die Punktetabelle bekämen, um Ihnen, liebe Zuschauer, schon ein bisschen den Mund auf das nächste Rennen in Oschersleben wässrig zu machen, während hier wir eine schöne Geste sehen zwischen Andi Mecklau und Christa Lindholm. Sie sehen es also, Christa Lindholm hat sich jetzt doch etwas abgesetzt durch den Ausfall von Jochen Schmid, der plötzlich sich auf Platz 3 findet. 23 Punkte, es ist fast ein Siegvorsprung vor Andi Mecklau auf 4. Hervorragend, Roger Kellenberger und Udo Mark auf 5.
Und hier sehen Sie die Rookie-Wertung. Natürlich Johnny Ackroyd, Frank Heiter. Der McCarthy ist nicht mehr dabei. Christian Schneider und Robert Hüber. Und ich denke, wir geben jetzt mit diesen Punkteständen ab zur Siegerehrung. So, wir dürfen gratulieren, meine Damen und Herren. Sieger Andi Meckler. Platz 2, die Gäste. Den neuen Spitzenreiter Gasthof Schmied von Yamaha Deutschland Racing Nummer 1. Christian Lindholm. Und der dritte einer Suzuki vom Team Suzuki Deutschland, Startnummer 17. Udo Markus. Ja, und wir wühlen uns hier noch ein bisschen durch, liebe Zuschauer. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich fürchterlich nass und der Kameramann fällt vom Podest. Nein, tut er nicht. Also, das war's hier aus Salzburg, aus Österreich. Wir sehen uns wieder bei den nächsten Läufen 7 und 8 der Deutschen Pro Superbike-Meisterschaft in Oschersleben. Und zwar ganz genau, Vorsicht, am 13. und 14. August. Wir freuen uns darauf. Wir haben ein paar Bilder für Sie, damit Sie sich ein bisschen einstimmen können auf dieses Rennen in der Nähe Magdeburgs. Das war's für uns. Und auch für Sie, das war's von der Pro Superbike vom Salzburgring. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.